Hinter mir seht ihr den leeren Rahmen, der Motor ist ja raus. Und heute geht es darum, an dem C-Drive die Vetus-Kupplung und die Befestigung der Vetus-Kupplung auf der Welle vom C-Drive abzuziehen. Das wird nicht ganz einfach sein, aber ich habe mir da einen Trick überlegt. Heute zeige ich dir, wie ich den Motor auf unserem Segelboot aushebe. Die Vibrationsdämpfer sind kaputt, deswegen muss alles raus. Und das ist ein größeres Projekt, deswegen ist das auch Teil 2 einer Miniserie. Ich bin Christoph vom Hafenkino-Blog und zusammen mit Marion, meiner Freundin, segle ich seit 3 Jahren über die Meere. Darüber berichten wir auch wöchentlich auf Hafenkino-Blog. Da geht es ein bisschen mehr ums Segeln, um Land und Leute und am Rande auch um Reparaturen. Schau da also auch gerne mal rein, da freuen wir uns drüber. Hier ist aber Hafenkino Technik, hier geht es nur um Technik, um Wartung und um Reparaturen. Also lass uns reinspringen in das nächste Video. Übrigens, alles was du siehst, habe ich mir selbst angeeignet, das kann auch falsch sein. So, Teil 2, Motor ausheben. Viel Spaß! Er hängt hier schon halb, er wackelt auch schon. Wir haben diesen Einmann-Flaschenzug, der wie ein Kettenzug funktioniert und eine Leinenverbindung am Motor und er soll dann hier später quer stehen. So, und jetzt probieren wir es. Hinter mir seht ihr den leeren Rahmen, der Motor ist ja raus. Ich habe jetzt nochmal alle Maße abgenommen hier von den Füßen, damit ich die später wieder einbauen kann. Also einmal hier oben das Maß und einmal hier unten das lichte Maß, weil ich ich brauche ja die Höhen, damit ich einen groben Anhaltspunkt habe, wo der Rahmen saß. Das habe ich mir alles ordentlich aufgeschrieben und habe mir nochmal einen Plan gemacht und der nächste Schritt wird jetzt sein, dass ich hier die Traverse abnehme mit den Vibrationsdämpfern. Dann ist das hier hinten frei, dann muss hier hinten die Pumpe ab und dann kann ich den Rahmen ausbauen. Das muss natürlich vorher auch noch ab hier an dieser Klemme. Ich freue mich, dass es weitergeht. Das Messen und Kontrollieren ist anstrengend, da bin ich schon froh, wenn ich wieder schrauben kann. Um die Traverse abzunehmen, müssen 4 Schrauben am C-Drive und 4 Schrauben am Vibrationsdämpfer gelöst werden. Jeweils die hinteren Schrauben sind aber durch die hintere Traverse gar nicht zugänglich. Das heißt, die hintere Traverse muss also vorher abgeschraubt werden. Scheiße! Wer genau hinsieht, kann hier ein Handtuch im Pumpensumpf stecken sehen, ganz unten am gelben Schlauch. Das habe ich deswegen gemacht, weil mir hier schon mehrfach Werkzeug hineingefallen ist und es schwierig ist, das dort wieder herauszuholen. Ich war immer froh, wenn ich das Werkzeug zum Kontern irgendwo einklemmen konnte, wie man das hier sehen kann. Das erlaubte mir, beide Hände zum Lösen der Schraube einzusetzen. Die Schrauben an den Vibrationsdämpfern zum Rumpf hin hatte ich schon Wochen vorher regelmäßig mit Kriechöl behandelt, weil diese bei mir sehr verrostet waren. Diese Schrauben ließen sich allerdings sehr leicht lösen. Die Traverse muss diagonal ausgehoben werden, weil die Ölleitung stört. Dazu müssen die Vibrationsdämpfer vorher von der Traverse abgeschraubt sein. Und übrigens, wer sich die Frage stellt, der C-Drive-Kopf sinkt nicht ab, wenn er überhaupt keine Befestigung mehr hat. Der bleibt stabil stehen.
Ich hoffe, es hat dir bis hierher gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir bitte ein Abo und einen Kommentar, denn ich baue den Kanal gerade neu auf. Da ist mir deine Rückmeldung besonders wichtig. Also, lass uns weitermachen. Vielen Dank. Sieht doch ganz ordentlich aus, oder? Was meint ihr so? Und da unten der C-Drive-Kopf, der glänzt auch wieder. Hier oben ist noch der alte Zustand. Ja, ein riesiger Unterschied, ne? Und wen es interessiert, das ist Hammerschlag-Lack 2907. Eine absolute Standardfarbe. Macht aber einen riesen Unterschied, ne? Der Motor ist ausgebaut, der Rahmen ist ausgebaut, Rahmen ist vorbereitet und lackiert. Und heute geht es darum, an dem C-Drive die Vetus-Kupplung und die Befestigung der Vetus-Kupplung auf der Welle vom C-Drive abzuziehen. Das wird nicht ganz einfach sein, aber ich habe mir da einen Trick überlegt. Das ist dieses Ding hier. Also das hier sind die Gummidämpfer in der Vetus-Kupplung, die werde ich danach austauschen. Und das alles bis hier hinten, wo mein Zeigefinger ist, das muss so abgezogen werden. Ich habe keinen Abzieher, aber ich habe einen Trick. Die Schrauben zwischen Motorflansch und Wellenkupplung sind durchgehend und so lang, dass man sie nicht herausziehen kann, weil immer ein Bauteil im Weg ist. Diese Schrauben musste ich aber herausnehmen, um meinen provisorischen Abzieher zu installieren. Also habe ich die Schrauben durchschneiden müssen. Ich habe es zuerst mit der Handsäge probiert, habe ich mich dann dazu entschlossen, mit der Flex zu schneiden. Damit ich aber die Brandgefahr möglichst weit reduziere, habe ich nasse Handtücher dort aufgehängt, wo eventuell Funken hinsprühen könnten. Und ich habe auf geringster Geschwindigkeit und mit wenig Druck gearbeitet. Ich habe ja keinen Abzieher für den Teil vom C-Drive, aber einen Trick. Und ich habe mir einen selbstgebauten Abzieher vorbereitet. Das ist das Teil, was ich abziehen möchte. Und ich habe jetzt hier Schrauben reingesetzt mit hier hinten selbstsichernden Schrauben, einfach nur als Aufsitzverbreiterung. Und werde jetzt hier immer eine Viertelumdrehung anziehen, dann unten, dann hier, also immer über Kreuz. So lange, bis das langsam runterwandert. Vorher habe ich die Welle schon ganz kräftig mehrfach mit WD-40 eingesprüht, schon jetzt über ein paar Tage. Also sollte eigentlich relativ gut runtergehen. Gerade eben hat es einen kräftigen Knack gegeben. Ich dachte schon, ich hätte eine Schraube abgerissen. Aber es sieht so aus, als ob sie anfängt rauszuwandern. Hier dieser Überstand, der hat sich vergrößert. Und auch hier hinten der Spalt ist größer geworden. Ich mache jetzt mal schnell weiter, solange das hier alles noch heiß ist von der Heißluftpistole. Mist.
Ich habe hier die zwei Schalen von der alten Wellenkupplung und wenn man da genau hinguckt, die ist mir hier in diesem Bereich durchgerissen. Und zwar komplett einmal durchgerissen. Und diese Wellenkupplung überträgt ja praktisch, das hier ist die Wellenseite vom C-Drive und das ist der Flansch vom Motor. Der Motor läuft an und nimmt praktisch dann den Propeller mit. Und ich habe halt das Risiko, dass dieser Riss sich dann aufweitet, mir das hier bricht und dann alles auseinanderfliegt. Das ist mir beim Abziehen passiert. Ich habe mir deswegen eine neue Wellenkupplung bestellt. Ich zeige euch einmal die alte Wellenkupplung. Was jetzt hier fehlt, sind diese Gummidämpfer. Die sitzen hier auf diesen Dollen drauf normalerweise. So ist die zusammengebaut und das ist jetzt der Teil, der zum C-Drive geht. Das ist der Teil, der zum Motor geht. Hier ist ein kleiner Ring drauf. Hier ist auf der anderen Seite ist kein Ring drauf. Und dieser Kloben, seht ihr, der ist geschlossen. Hier ist kein Ring drauf. Ich habe mir jetzt die neue Wellenkupplung bestellt und die ist heute auch gekommen. Das ist in unserem Fall eine KU5, also 30 mm. Und wenn ich die raushole, das ist die, dann kann ich euch praktisch den Original, wie es original aussieht, auch nochmal zeigen. Da ist nämlich hier hinten eine Mutter drauf und ein Ring. So. Und wenn man das jetzt öffnet, das wäre jetzt wieder der Teil, der zum Motor geht. Wenn man das öffnet, dann sieht man auch jetzt diese Gummipuffer. Auf Englisch heißen die Donuts. Und das ist praktisch der Teil, der zum Motor geht. Wenn wir uns das jetzt angucken, das ist neu, das ist alt, dann sehen wir, das ist identisch. Auch da ist ein Ring drauf, auf dem neuen. Und das Gegenteil ist hier das neue Teil. Und das ist das alte Teil, das gerissene Teil. Und wenn man sich das jetzt anguckt, ist das auch identisch. Hier sind Schneidespuren, weil ich die Schrauben abgesägt habe, die Schraubenköpfe. Das heißt, die zwei Sachen sind identisch, die Maße sind auch identisch. Ich werde also jetzt die neue Wellenkupplung verwenden mit diesen Donuts, mit diesen Gummipuffern, die da drauf sitzen. Wir können uns mal diese Mitnehmer angucken und man sieht, dass die anders gestaltet sind. Also das hier ist offensichtlich von Amel nochmal separat gefertigt worden. Wo sie gleich sind, ist der Mitnehmer hier, diese Nut, und natürlich auch der Wellendurchmesser stimmt auch gar nicht, sehe ich gerade. Die haben mir ein anderes Teil geliefert, als ich bestellt habe. Und genau, also ich werde natürlich den Innenteil wieder verwenden, die Gummipuffer hier abziehen, da draufsetzen und dann mit den zwei Schalen, da fehlen jetzt nur noch die Gummipuffer, werde ich das dann so einsetzen und dann kann ich da auch weitermachen. Das war jetzt Teil 2 der Miniserie. Nächste Woche geht es weiter mit Teil 3. Also wenn du das nicht verpassen willst, dann hinterlass mir bitte ein Abo. Kommentar und Like ist natürlich immer gerne gesehen. Schreib mir in die Kommentare, was dir aufgefallen ist. Nächste Woche geht es, wie gesagt, weiter. Wenn du so lange nicht warten willst, verlinke ich dir hier auch ein Video, wo es auch um Technik geht. Also schön, dass du bisher dabei warst. Bleib mir treu und bis zum nächsten Mal. Tschüss.